Die Auswirkungen auf die Biodiversität sind heftig. Die Ökosysteme in Brasilien gehören mit zu den artenreichsten der Welt. Jeder und jede Deutsche kennt den Amazonas, auch wenn die meisten selber noch nicht dort waren, aber das ist ja der Regenwald schlechthin. Selbst der Regenwald ist vom Sojaanbau bedroht. Ich war letztes Jahr selber dort und Bauernvertreter, Deutscher Bauernverband und so, die sagen immer, ja, Soja wächst nicht im Regenwald. Das ist keine Regenwaldpflanze. Das stimmt zwar einerseits, auf der anderen Seite hat die Pflanzenzüchtung viele Fortschritte gemacht, so dass also auch in den ehemaligen Regenwaldgebieten heutzutage Soja angebaut wird, also bis weit an den Äquator ran. Also diese Gebiete werden dort zerstört und ein Gebiet, auf das wir uns aktuell besonders fokussieren, ist der Cerrado. Die meisten Menschen haben diesen Begriff noch nicht gehört. Das ist die größte Savanne der Welt. Die größte Savanne der Welt ist also nicht in Afrika mit Zebras und Gnus und Löwen, sondern sie liegt in der Mitte Brasiliens, südlich vom Amazonas. Und das ist eine Region, die ist sechsmal so groß wie Deutschland, sechsmal so groß wie Deutschland. Und die Hälfte von diesem Trockenwald, von dieser Savanne, da stehen also Büsche und Bäume, und ist eine sehr, sehr artenreiche Vegetation. Und die Hälfte dieser Landschaft ist schon umgewandelt, ganz besonders in Sojamonokulturen, wo du stundenlang durch diese Landschaft fährst und das Einzige, was du siehst, ist eine grüne Wüste aus Soja. Kein Baum, keine Hecke, kein Haus, sondern nur Soja bis zum Horizont. Stundenlang. Als ich im Winter im Cerrado unterwegs war, das erste Mal und mir das angeschaut habe, und die Versenders, also die landwirtschaftlichen Betriebe dort, also Bauernhof wäre die falsche Übersetzung, weil das hat mit einem Bauernhof nichts mehr zu tun. Das ist ein Agrarunternehmen, was sich auf ein Produkt spezialisiert hat. Und diese Agrarunternehmen, diese Versenders bauen Soja an, nach Soja, nach Soja, nach Soja. Jeder, der sich mal ein bisschen mit Landwirtschaft beschäftigt hat, denkt, wo ist denn da die Fruchtfolge? Also, wie kann es sein, dass eine Pflanze, die bestimmte Nährstoffe braucht, immer wieder angebaut wird auf dem gleichen Boden? Das würde normalerweise, also das ist ein landwirtschaftliches No-Go. Ja, das macht man in Europa auf gar keinen Fall. Das geht hier nur mit Mais, einer Pflanze, die heftigst gedüngt und heftigst gespritzt wird, sodass dort also Mangelerscheinungen und diesen Bodenproblemen vorgebeugt wird. Und genauso passiert es also in Brasilien auch. Dort wird also auf chemische Art und Weise nachgeholfen, so dass immer wieder die gleiche Kultur angebaut werden kann. Und jetzt darf man sich das nicht so vorstellen wie bei uns in Deutschland, wo, ich sag mal, die Vegetationsphase, also die landwirtschaftliche Saison im April, Mai beginnt und dann ist die Ernte im September, Oktober, bei Mais manchmal noch ein bisschen später, sondern unter diesen subtropischen Bedingungen gibt es zwei Ernten im Jahr. Also wird dort Soja nach Soja nach Soja angebaut. Ab und zu gibt es mal eine Zwischenfrucht. Das ist dann auch gerne Mais, ja, also vom Regen in die Traufe. Und daran erkennt man schon, das hat also mit guter Landwirtschaft und mit nachhaltiger Landnutzung überhaupt gar nichts zu tun. Und wenn ich noch eins sagen darf, das wäre ja noch nicht so schlimm, wenn die Bevölkerung vor Ort irgendetwas davon hätte, ja, also wenn eine Wertschöpfung entstehen würde. Aber die Erträge gehen ins Ausland. Das Soja wird über den Atlantik verschifft oder über den Pazifik nach China. Und die Bevölkerung dort vor Ort hat überhaupt nichts davon, denn der Ertrag landet in den Versenders und landet bei den großen Futtermittelunternehmen, die in amerikanischer und in europäischer Hand sind.